Servus und willkommen! Wir starten heute eine neue Serie auf diesem Kanal, mein wöchentliches Portfolio-Update. Wir schauen uns an, wie sich mein Depot entwickelt hat und nehmen jede Woche im Deep Dive eine Aktie mit meinem eigenen Analysetool unter die Lupe. Den Anfang macht heute mein Schwergewicht Apple. Finden wir heraus, ob die Aktie noch ein Kauf ist. Legen wir los. Gleich am Anfang, alles, was ich in diesem Video erkläre, ist keine Anlageberatung, es ist lediglich meine persönliche Meinung und dient nur zur Unterhaltung. Ich freue mich riesig, dass du auch heute mit dabei bist. Wie dabei oder raus? Wobei? Keine Zeit für Fragen, nur Taten. Dabei oder raus? Na, dann bin ich raus. Tut mir leid, Jet. Fakt ist, du bist dabei. Halten wir uns aber nicht mehr lange auf, schauen wir uns jetzt mein Portfolio mal an. Und zwar, ich habe mir überlegt, eine neue Reihe zu starten auf diesem YouTube-Kanal. Wie wird diese Reihe funktionieren? Und zwar, wir werden jede Woche ein Update-Video zu meinem Aktienportfolio drehen. Wir werden uns anschauen, ob etwas Spannendes im Portfolio passiert ist. Im Laufe des Videos werden wir mit meinem selbstgebauten Fundamental-Aktien-Analyse-Tool eine Aktie bewerten. Und zwar, wir werden uns dann anschauen können, ist im Moment die Aktie wieder lukrativ zum Nachkaufen oder nicht. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, warum steht hier 1.1.2026? Und zwar, ich habe mir gedacht, weil die Reihe jetzt sozusagen mit Anfang des Jahres startet, ist sozusagen das erste Video ein verkürztes Video, also von der Laufzeit her. Und genau, und einmal im Monat werden wir noch ein Monat Update-Video machen, also so ein größeres Update-Video. Und dort wird es noch eine 5. Bonusaktie geben. Das bedeutet, 5 Aktien im Monat werden wir mit dem Aktienanalyse-Tool bewerten. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Aktien mal weiter runter und dann schauen wir uns an, was diese Woche passiert ist. So, jetzt sind wir bei den Aktien unten angekommen. Jetzt sehen wir, dass Apple seit Anfang des Jahres leicht verloren hat, Amazon ein bisschen mehr verlieren konnte und JP Morgan ja, steht eigentlich jetzt seit ein paar Tagen still. Alphabet hat in der Spitze gestern wirklich super performt, also auch auf der US-Börse ist sie wirklich durch die Decke gegangen und genau, und ist dann aber, nachdem die Euphorie ein bisschen abgesackt ist, wie alle anderen Aktien wieder ein bisschen weiter runtergefallen. Nvidia ist, ja, wie gesagt, ein No-Brainer im Moment in diesem Portfolio drinnen. Waste Management gestern ein bisschen stärker verloren und dann scrollen wir weiter runter. Microsoft hat mehr verloren, also wirklich, die verlieren irgendwie immer mehr. Und da werde ich mir mal mit dem Aktienanalyse-Tool das ausrechnen müssen, ob Microsoft eventuell wieder ein Kauf ist oder nicht. Let the dogs out. American Express positiv gelaufen, mit der Aktie bin ich auch super zufrieden, seitdem ich sie in meinem Portfolio drinnen habe. Linde zum Glück wieder ein bisschen positiver. Chevron hat wirklich gut zugelegt seit Jahresbeginn. Novo Nordisk wieder im grünen Bereich, also wieder eine grüne Woche. Da bin ich auch gespannt, ob Novo Nordisk jetzt endlich mal den Boden gefunden hat. Das ist auch übrigens meine persönliche Meinung, dass das jetzt dementsprechend der Fall sein könnte. McDonald's leicht verloren. Dann bei Visa sehen wir, dass die wirklich abgesackt sind gestern und auch Coca-Cola. United Health wieder gut zugelegt. Caterpillar war gestern der Wahnsinn. Bei Caterpillar, die haben gestern, glaube ich, in der Spitze 4,6% zugelegt. Und genau, dann Walmart hat auch leicht zugelegt. Mastercard genauso wie bei Visa wieder zurückgefallen. Reality und BAT eigentlich an der Stelle stehen geblieben. Jetzt würde ich sagen, jetzt stelle ich mal die Aktien und das Portfolio auf die gesamte Zeit ein und dann können wir uns anschauen, was auf die gesamte Zeit zu sehen ist. So, wie wir sehen können, seitdem das Portfolio entstanden ist im August 2023, habe ich Kursgewinne von über 4.000 Euro in meinem Portfolio drin. Ein IZF im Moment auf die komplette Zeit von 16%. Und dann fahren wir weiter runter.
und sehen, dass Apple wirklich gut performt hat bislang in unserem Portfolio. Amazon steht eigentlich seit längerer Zeit schon ein bisschen still. JP Morgan habe ich gar nicht so lange in meinem Portfolio drin. Das ist eine der neueren Aktien. Übrigens hier beim IZF, wenn noch nichts dabei steht, bedeutet das, dass man keine 3 Monate die Aktie im Portfolio drinnen hat. Dann haben wir Alphabet, das ist meine bestperformende Aktie gerade in meinem Portfolio drinnen. Das ist auch so ein Beispiel dafür, wo der Gesamtmarkt wirklich nichts von Alphabet gehalten hat, habe ich die Aktie eingekauft und seitdem ist sie wirklich toll nach oben gelaufen. Übrigens, die wurde auch ins Berkshire Hathaway Portfolio mit aufgenommen, das hat der Markt auch sehr positiv aufgefasst. Nvidia performt wirklich, seitdem ich sie habe, gut. Waste Management ist auch von den Aktien, die ich noch nicht lange in meinem Portfolio habe, aber die ersten Dividenden sind auch schon reingeflossen und die ersten Kursgewinne können wir auch schon mal hier sehen. Dann Microsoft ist, wie gesagt, so ein kleines Sorgenkind. Die habe ich schon sehr lange in meinem Portfolio drinnen. Bin eigentlich auch sehr zufrieden, dass ich diese Aktie in meinem Portfolio drin habe. Wie man sehen kann, Dividenden sind da. Ich habe auch ein paar Verkäufe damals auch getätigt. Das habe ich übrigens auch in einem anderen Video erklärt. Das kann ich euch gerne mal drunter verlinken, welche Fehler in der Vergangenheit von meiner Seite aus begangen wurden und was sich dementsprechend ab jetzt, ab diesem Jahr ändern sollte. Dann sehen wir American Express, die habe ich auch noch nicht lange drin, aber ich habe sie wirklich gut eingekauft und ich finde, seitdem hat sie sich super entwickelt. Linde habe ich zu früh eingekauft, weil ich wirklich zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung hatte, was ich da tue. Chantal. Ja? Oh, leise. Und genau, dann Chevron sehen wir, dass, also ich hatte ExxonMobil übrigens schon mal, aber ich habe dann Exxon verkauft und habe Chevron mit ins Boot geholt, weil ich gesehen habe, dass Warren Buffett immer wieder auch in Chevron investiert. Das ist auch eine der größten Positionen im Berkshire Hathaway drinnen. Dann sehen wir Novo Nordisk. Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich vermute jetzt mal, dass der Boden langsam erreicht wurde. Und dann bin ich mal gespannt, was dieses Jahr mit dieser Aktie passiert. McDonald's steht eigentlich wirklich still im Moment. Mal geht es ein bisschen hoch, mal geht es ein bisschen runter. Visa, ja, positiv, seitdem ich sie im Portfolio habe. Unser Sorgenkind Coca-Cola. United Health, die habe ich wirklich gut eingekauft. Und dann kurze Zeit später ist Warren Buffett rausgekommen, hat gemeint, oh, wir nehmen auch United Health ins Portfolio mit auf und das hat auch der Markt wirklich toll aufgefasst und die Aktie ist wirklich durch die Decke gegangen. Caterpillar, wie man hier sehen kann, habe ich sie auch schon mal verkauft. Ich habe sie schon mal günstiger gehabt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der Dummes tut. Und aber ich habe nochmal einen Einstieg gefunden und seitdem hat sich die Aktie gut entwickelt. Walmart, eine meiner Lieblingspositionen in meinem Portfolio, muss ich ehrlich dazu sagen. Bin super zufrieden, die ersten Dividenden sind auch schon reingeflossen. Mastercard haben wir auch noch nicht lange im Portfolio, braucht man nicht lange uns damit aufzuhalten. Reality Income, da ja, kann man sagen, die steht eigentlich auch sehr, sehr still gerade im Moment, aber monatliche Zahlungen fließen mit rein. British American Tobacco, seitdem ich sie gekauft habe, sehr positiv. Auf dem Verrechnungskonto haben wir im Moment 1500 Euro drinnen. Und genau, ich habe ein anderes Video gedreht und in dem erkläre ich, welche Aktie höchstwahrscheinlich wieder neu ins Portfolio mit aufgenommen wird. Das kann ich euch auch gerne unten drunter verlinken. Dann könnt ihr euch das auch mal anschauen, was ich da mir ausgerechnet habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Dividenden rüber und dann schauen wir, was uns als nächstes an Dividende zusteht. So, im Dividenden-Dashboard sehen wir folgendes, dass dieses Portfolio fast 270 Euro bislang an Dividenden abgeworfen hat. Die persönliche Dividendenrendite von 0,68% ist noch sehr niedrig, aber wir können uns das weiter hier unten anschauen, dass der Fokus an Dividendentitel auch zu glauben, erst eigentlich letztes Jahr entstanden ist und dass wir auch langfristig auch die Aktien halten wollen, also dieser Buy-and-Hold-Style und genau, und jetzt schauen wir uns das mal an. In diesem Monat, also am Montag startet Walmart mit unserer ersten Dividende in diesem Jahr. Und Mitte des Monats ist Reality Income dran und JP Morgan als Schlusslicht in diesem Monat.
Und dann würde ich sagen, gehen wir noch in den prognostizierten Dividendenkalender noch rein und dann schauen wir mal, was uns insgesamt das Portfolio abwerfen sollte für dieses Jahr. So, als Prognose stehen uns für dieses Jahr knapp 485 Euro zu für dieses Portfolio und ich sage jetzt mal so, ich vermute jetzt mal, dass dieser Preis oder diese Summe am Ende des Jahres deutlich höher stehen wird, denn wir werden natürlich viele Nachkäufe tätigen oder vielleicht die ein oder andere Aktie neu ins Portfolio mit aufnehmen. Und genau, das ist aber jetzt gerade im Moment noch erwartet, denn es kann sich bei der ein oder anderen Aktie noch etwas ändern, wenn dementsprechend die Unternehmen die Ankündigungen dann abgeben. Und dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt mal zu Google Sheets mal rüber bewegen, denn ich habe ja gesagt, wir werden heute Apple unter die Lupe nehmen und dann schauen wir uns mal dort die fundamentalen Daten von Apple mal an. So, jetzt sind wir im ersten Bewertungsmodell angekommen. Wie funktioniert dieses Bewertungsmodell? Wir schauen immer auf den Enterprise Value EBITDA und da habe ich mir für letztes Jahr einen Master Key Preis von $148 errechnet mit diesem Bewertungsmodell. Und für dieses Jahr erwarte ich einen Preis laut dieser Berechnung bei $157. Wir sehen auf der rechten Seite ganz schön, dass Apple sich schon positiv entwickeln sollte, aber laut diesem Bewertungsmodell sehen wir, dass der aktuelle Aktienkurs zu hoch ist und dass wir mit $113 zu teuer sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die PEG-Ratio von Peter Lynch mit rein und dann schauen wir uns, was uns dort das Bewertungsmodell anzeigt. So, bei dem Bewertungsmodell nach Peter Lynch sehen wir Folgendes. Wir führen auch hier 3 verschiedene Berechnungen durch. Einmal den fairen Preis, der ergibt eigentlich ein PEG 1,0, dann PEG 1,5 und das PEG 2,0 wird berechnet. Warum machen wir das so? Weil hier unten sehen wir, dass 1 oder kleiner sehr gut ist. In Ordnung ist 1 bis 2 und größer als 2 ist dann schlecht. Und warum machen wir das so? Also Peter Lynch hat eigentlich immer 1 angestrebt, aber er ist auf kleine, schnell wachsende Unternehmen gegangen und er hat auch immer angedeutet, bei größeren, etablierten Unternehmen ist ein höheres PEG auch in Ordnung und deswegen führen wir auch 3 verschiedene Berechnungen durch und dann ergibt sich hat sich letztes Jahr ein Aktienkurs, den wir gezahlt hätten, von $145 ergeben bei Apple und für dieses Jahr habe ich mir errechnet $163. Und auch hier sehen wir, dass die Grafik es schön anzeigt, dass Apple sich positiv entwickeln sollte, aber der gewichtete faire Wert, der gibt uns sofort ein Alarmzeichen, denn wir sind mit $107 einfach zu teuer. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der DCF-Bewertungsmethode rein und dann schauen wir uns dort mal die Daten mal an. Nach dem Discounted Cashflow Bewertungsmodell sehen wir Folgendes. Wie funktioniert dieses Tool? Wir führen auch hier 3 verschiedene Berechnungen durch. Einmal die konservative Berechnung, die moderate und die optimistische. Wir bekommen auch 3 verschiedene Preise unten angezeigt und die fließen dann in die Tabelle des DCF mit rein. Und dann ergibt sich ein Master Key Preis. Also letztes Jahr hätten wir nach dieser Berechnung für Apple $194 zahlen dürfen und für dieses Jahr sind wir bei $208. Laut der DCF-Grafik sehen wir Folgendes, dass Apple sich schon in die Zukunft schön entwickeln sollte, aber auch anhand von diesem Master Key sehen wir, dass zum gewichteten Fernwert sind wir mit $62 zu teuer und beim Margin of Safety Preis sind wir sogar mit $104 zu teuer. Und dann würde ich sagen, gehen wir in das Dashboard rein und dann schauen wir uns final an, was uns das Dashboard anzeigt. So, unser Dashboard ist jetzt so aufgebaut, wir haben genau in der Mitte den Master Key aus allen 3 Bewertungsmodellen, die wir gerade eben besprochen haben und dann ergibt sich sozusagen ein Super Master Key Preis, der wäre bei Apple für letztes Jahr bei $170 gewesen und für dieses Jahr erwarten wir $184. Dann weiter unten sehen wir die Wachstumsraten aus der Vergangenheit, was Apple erreicht hat. Und zwar einmal hier Gewinn je Aktie, Umsatz,
Buchwert plus Dividende, Free Cashflow pro Aktie und die Free Cashflows und im Durchschnitt das EBITDA. Dann sehen wir noch weiter unten das PEG Ratio und das PEG Plus Ratio, was nach Peter Lynch dementsprechend hier rot gezeigt wird, weil einfach Apple laut Peter Lynch zu teuer wäre. Dann sehen wir hier auch eine schöne Grafik, die uns auch anzeigt, und das sind die Preise, die aus diesem sozusagen Supermaster Key reinfließen. Und dann sehen wir, dass Apple sich schon sehr positiv entwickeln sollte, aber der Preis im Moment, und das besprechen wir jetzt gleich, einfach zu teuer ist. Und genau, dann sehen wir hier noch eine Checkliste, die uns anzeigt, dass in 2 Punkten einfach Apple nicht gut abgeschnitten hat. Auf der linken Seite sehen wir den aktuellen Aktienkurs von Apple und den umgerechneten Eurokurs. Das läuft alles live. Und genau, und dann sehen wir, dass wir anhand von unseren Berechnungen Apple im Moment mit 73 Euro zu teuer ist. Und der kombinierte Masterpreis, jetzt erkläre ich das noch einmal ganz schnell, warum steht hier 50, 30, 20? Und zwar, weil anhand von dem, was ich jetzt so gesehen habe, ist in meinen Augen die DCF-Bewertungsmethodik eigentlich die stärkste von allen drei. Und deswegen bekommt sie die höchste Gewichtung in der Bewertung final dann dazu. Das Pack bekommt 30 und die dritte Variante bekommt nur 20%. Und dann sehen wir, der gewichtete faire Preis im Moment sind bei $184 und der kombinierte MOS-Preis, was ist MOS-Preis? Das ist noch die Margin of Safety und dann ergibt sich ein Preis von $123, dass die Aktie zu teuer ist. No, God! No, God, please, no! 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 Und genau, das war es jetzt eigentlich mit der Fundamentalanalyse und von Apple. Und dann würde ich sagen, werden wir uns auch nächste Woche mit einem neuen Update-Video zu meinem Portfolio sehen und dann werden wir eine weitere Aktie bestimmen. Genau. Falls euch dieses Video und dieses Format gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet. Gut gemacht. Und abonniert doch diesen Kanal, um keine weiteren Videos dieser Art mehr zu verpassen. Und falls ihr etwas anmerken wollt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich darüber freuen. Und ich wünsche noch ein restliches schönes Wochenende euch allen da draußen und bis bald. Tschüss.